Wer von euch findet Fliegen nervig? Und was macht ihr dann mit denen? Also ich kenne eine ältere Frau, die macht dann einfach zack. Hä? Ach, was ist denn damit? Wo ist jetzt hier der Schlauch? Ist das nervig? Ach Mann, hat jemand das jetzt irgendwo versteckt hier? Wir es nur einfach an der richtigen Stelle zurücklegen könnten. Also, wie soll ich denn das Auto saugen ohne Schlauch? Kann mir jemand das bitte sagen? Mit wem redest du denn? Mit meinem besseren Selbst. Redet ihr immer in dem Ton? Ja, ist nicht gerade so eine feine englische Art, gell? Nicht wirklich. Aber es passt zu dem, was ich dich eigentlich noch fragen wollte. Was denn? Was nervt dich eigentlich so richtig? Ja, was mich so richtig nervt, Ja, was denn? zum Beispiel das, wenn Leute einfach Sachen holen und nicht zurücklegen an der Stelle, weißt du? Du, Ich ja, habe das ja allerdings, einfach... Das ist echt auch, als ich vor kurzem mal losfahren wollte. Du, das nervt mich auch, wenn Leute einfach, wenn ich noch am Reden bin, dazwischen reden und meinen, ihre Geschichte sei einfach wichtiger als meine Geschichte und ja, mich nicht zu Ende reden lassen. Oh je, das nervt mich allerdings auch. Und manchmal habe ich dann, nervt mich sogar, wenn ich das Gefühl habe, ich komme gar nicht dazwischen. Ja, Ja, und was machen wir dann da? ja genau. Das ist, ich glaube, dass man solche Situationen immer wieder hat, kann man ja nicht verhindern, gell? Aber Ja. entscheidend ist dann, wie man damit umgeht. Ja, einfach draufhauen wie mit der Fliege geht nicht so gut. Ist vielleicht nicht so kultiviert. Stimmt. Ja. Aber ernst jetzt. Ich finde es super wichtig, dass man lernt, die Sache oder die Situation von der Person, die damit involviert ist, zu trennen. Ja. Weil sonst neigt man dazu, die Leute einfach abzuschreiben. Genau. Und das ist ja nicht gerecht. Ja. Schau mal, da ist ja der Schlauch, habe ich überall gesucht. Ja. Ja, der war bei dem Hausmeister, der hat repariert. Ja, was war denn das Problem? Jemand hat durchgeschmort. Was? Durchgeschmort. Wie Ja, ein Loch gebrannt. macht man das nur? Wer war denn das? Ja, so ist das. Aber kann ich den trotzdem Ja, ausleihen? gerne. Danke. Ja, Ganz, bitte. Guck, so löst sich manches doch echt in Wohlgefallen auf, gell? Sicher. Eigentlich, wenn wir tiefer schauen, gibt es tatsächlich keinen Grund, jemand nur als Nervensäge zu sehen, oder sich nur über jemand aufzuregen. Manche regen sich ja vielleicht auch über uns auf. Das stimmt. Aber wir sind wirklich gewollt, gell, wenn man das so, also alle sind wir Kinder Gottes. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, jemand nicht zu mögen. Es gibt keinen. Wow, das ist ja eine starke Aussage. Gell? Aber es geht darum, trotzdem Ja zu sagen. Ja zu dieser Person, die mich gerade nervt. Und Ja zu mir selbst, die ich gerade wütend bin. Ja, genau. Die Welt ist so schlecht. Jeder denkt an sich. Nur ich denke an mich. Mit dieser Einstellung kommen wir natürlich nicht weiter. Aber manchmal ist das doch so die Grundstimmung. Ein Projektleiter erzählt mal von einem Mitarbeitergespräch mit seinem Bauleiter. Das war ein Top-Bauleiter. Nur am Ende des Gesprächs fängt er an, auf einmal über alle in der Werkstatt zu schimpfen. Über jeden hat er etwas Negatives zu sagen. Der eine liefert nicht, der andere ist schlampig und so weiter. Und dann, eigentlich völlig unerwartet, meinte der Projektleiter, jetzt hör mal zu. Du bist ein fähiger Mann, ein Top-Bauleiter. Aber mit solchen Vibrations tust du niemandem gut, am wenigsten dir selber. Da hat der Bauleiter ihn völlig verdutzt angeschaut, dass er da jetzt nicht mit einsteigt in das negative Reden. Und die Stimmung war völlig verändert. Ja, die Jammerade war durchbrochen. Ich finde das eine richtig gute Übung, wenn die Gedanken, was einen nervt, nicht aufhören wollen. Weg mit dem Pessimismus. Aufhören zu schimpfen und hinein in eine vertrauensvolle Sicht. Das Gute sehen. Eine Sache, die ich in letzter Zeit mal gehört habe und ich richtig gut finde,
in dem Zusammenhang ist so eine ganz tolle Übung, die ich seither auch versuche. Und zwar, wenn mich irgendetwas nervt, mich dann zu fragen, wozu gibt mir das jetzt die Gelegenheit? Und eben, es gibt mir zum Beispiel die Gelegenheit, also das eine ist, ich kann mich ärgern, aber das andere ist, ich kann mich ja in Geduld üben. Weil wie könnte ich das denn sonst am besten üben, als genau in den Situationen, wo die Geduld halt wirklich an die Grenze kommt. Und dann ist es, finde ich, auch wichtig, also das wahrzunehmen. Ja, ich ärgere mich jetzt, ich habe dieses Gefühl, das brauche ich auch nicht wegdrücken. Ich bin wütend und es richtig wahrzunehmen, wo mein Puls steigt oder mein Herz pocht und ich merke jetzt gerade vibriert alles. Und es dann aber auch anzunehmen, also zu akzeptieren und durchzustehen, weil irgendwann verschwindet dieses Gefühl auch wieder. Gott sei Dank. Das Gute sehen im anderen. Das ist immer eine Entscheidung für die Freude. Und immer wenn wir das Gute sehen, dann tauchen wir die Welt in uns und um uns herum in ein helles Licht. Und das stimmt wirklich. Das Gute, das man sieht, wächst, wenn man es sieht. Ach so, ja, gerne. Wichtig finde ich auch, dass man keine endlos hohen Erwartungen irgendwie an die anderen hat oder meint, die sind jetzt zuständig für meinen Freudenpegel, sondern ich kann ja selber anfangen, ihnen Freude zu machen. Selbst ist die Frau. Und Humor hilft auch. Das ist ja, wenn man trotzdem lacht. Und das kann sogar eine nervige oder sogar eine peinliche Situation wieder gut machen, wenn man das mit ein bisschen Humor nimmt. Du, da fällt mir die kleine liebenswürdige Szene ein, die beim 70. Thronjubiläum der Queen vor der großen Feierlichkeit am Buckingham Palast gezeigt wurde. Das war doch Paddington Bear, war zum Tee eingeladen bei der Queen und dann passieren halt lauter peinliche Malheure, wie immer wieder, gell? Ja, wirklich typisch. Aber die Queen, die nimmt das dann so ruhig und königlich vornehm wie immer und ist, glaube ich, sogar ein bisschen amüsiert über ihren Gast und seine, ja, manchmal so nicht ganz so königliche Manieren. Ja, und das fand ich auch super schön. Am Schluss dankt ja Paddington Bear der Queen und sagt "Thank you for everything" und sie reagiert dann drauf einfach "That's very kind". Das ist doch wirklich kultiviert. Also immer wieder aufs Neue. Genau. Packen wir die Gelegenheit an und durchbrechen wir die Jammerade. Sehr gut. Zeigen wir, dass auch wir königlich sind, Kinder des höchsten Königs. Und er liebt uns mit allen Macken.